Herzlich willkommen auf dem Channel der Agavenbrand.com GmbH. Ich bin der Martin. Und ich bin der Michael. Und wir möchten euch einführen in die Grundfesten unseres Unternehmens. Und mit diesem allerersten Video stellen wir uns ein bisschen genauer vor. Ja, und zwar haben wir einige Zeit in Mexiko gearbeitet, sind viel rumgereist und haben dabei eine hochinteressante Entdeckung gemacht. Und zwar, dass es bei Tequila riesige Qualitätsunterschiede gibt. Ja, es ist zum Beispiel so, dass in Deutschland Tequilas hoher Qualität noch verhältnismäßig unbekannt sind, nämlich solche, die man eben auch pur genießen kann, und zwar ohne Salz und Limette. Oder in einem Cocktail. Genau. Und ja, Tequila, ne? Jetzt zum Thema Agavenbrand. Kann man halt sagen, dass Tequila auch nur eine Kategorie unter einigen ist, beziehungsweise unter vielen, wie man es nimmt. Darunter reiht sich dann nämlich zum Beispiel auch noch der Mezcal ein. Genau. Ja, es ist ja so, dass seit 1997 Tequila eine geschützte Marke ist. Das hängt dann vom Anbaugebiet ab, wie zum Beispiel beim Champagner oder Cognac, ne? Herkunft der Pflanzen und Herstellprozess. Ja, aber eigentlich war früher Tequila immer ein Mezcal. Ja, inzwischen ist das nicht mehr so. Also Mezcal ist auch eine eigene geschützte Marke, die ebenfalls den Ursprung der Agave hat, aber eben doch ein paar Unterschiede. Und das wollen wir euch hier ein bisschen näher bringen. Genau, im Grunde sind es nämlich immer Agavenbrände. Und das ist unsere Mission, sie euch näher zu bringen. Und da werden wir euch dann in unserem Kanal dann auch über die verschiedenen Kategorien an Tequilas durchführen, wie zum Beispiel vom Blanco, über den Reposado, den Añejo, auch manchmal einige Spezialitäten wie den Kaffeelikör. Also im Prinzip ist bei all diesen Spirituosen die Art der Lagerung etwas, wonach die sortiert werden. Ja? Und darum werden wir dann auch mal zeigen, was sind denn jetzt genau die Unterschiede. Und natürlich kommt dann die Frage auf, ne, Martin, was ist denn jetzt, was wir unseren Kunden empfehlen? Ja, das lässt sich so leicht nicht sagen, wie auch bei Whisky oder eigentlich allen Spirituosen hat jeder eigentlich so seinen persönlichen Favoriten, den er erst entdecken muss. Und da sind wir natürlich auch für euch da. Hier auf diesem Kanal werden wir regelmäßig Videos hochladen und bei denen werden wir euch dann einzelne Produkte präsentieren, sie gegenüberstellen, vergleichen und ausführen, sodass ihr euren persönlichen finden könnt. Aber falls ihr den schnellen Weg wollt, begebt euch auf unsere Webseite, klickt den Selbsttest an, beantwortet ein paar Fragen und entdeckt vielleicht ein Agavenbrand für euch. Aber weil wir ja auch großen Wert auf die praktische Erfahrung legen, ne, es ist nicht nur so, dass wir hier vor euch testen, ja, sondern wir laden euch herzlich ein zu Tastings. Ja, das bieten wir auch auf unserer Webseite dann an. Nehmt Kontakt auf, ja, dann könnt ihr online oder auch meinetwegen vor Ort mit uns gemeinsam probieren, um dann nochmal besser zu verstehen, was die Unterschiede sind, bevor ihr euch eine ganze Flasche kaufen müsst. Ganz genau. Und hinterlasst gerne einen Kommentar unter diesem Video, in dem ihr vielleicht mal von euren ganz persönlichen Tequila-Erfahrungen sprechen könnt. Ich bin mir sicher, da wird so einiges Interessantes bei rumkommen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr unseren Kanal abonniert, ja, am besten gleich mit Glocke, weil wir sind ein Startup und werden jetzt natürlich das eine oder andere Sonderangebot rausbringen, wo ihr dann beispielsweise einen Gutschein einlösen könnt. Ja. Und ja, dann herzlich willkommen. Na, gebt mal Tipps oder was euch besonders interessiert, weil wir haben eine lange Liste von Ideen, was wir hier so alles posten werden. Aber natürlich können wir in den Prioritäten das eine oder andere ja auch vorziehen. Ne? Das bestimmt ihr natürlich mit. Und in dem Sinne sagen wir für heute erstmal Salut. Salut und hasta luego.